Die Lage im Kongo, die bleibt unübersichtlich. Die Rebellen der Gruppe M23 verkündeten jetzt nach heftigen Kämpfen mit Regierungstruppen die Eroberung der Stadt Goma. Gleichzeitig versprechen sie Sicherheit und Stabilität. M23 strebt offenbar nach politischer Macht und will zeigen, dass die Miliz regieren kann. Trotz einer einseitig ausgerufenen Waffenruhe sind die Bewohner skeptisch und äußern Sicherheitsbedenken. Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen teilen ebenfalls diese Sorge. Malawi plant, seine Friedenstruppen abzuziehen, um den Weg für Verhandlungen und einen dauerhaften Frieden zu ebnen. Aus Goma in der Demokratischen Republik Kongo ist mir jetzt unser Afrika-Korrespondent Christian Putsch zugeschaltet. Christian, guten Morgen. Also das gibt ja viele Berichte dort auch über Verletzte, über Tote und über weitere Gräueltaten. Wie erlebst du die Situation in Goma aktuell? Ja, sehr angespannt nach wie vor. Die M23 kontrolliert die Stadt jetzt seit gut einer Woche. Und natürlich sieht man hier die Folgen der extrem brutalen Kämpfe an jeder Ecke noch. Es gibt insgesamt fast 3000 Tote. Das ist schon eine extrem hohe Zahl für wenige Tage Kämpfe. Vorgestern wurden hier Hunderte begraben in einem Massengrab. Die M23 versucht hier jetzt so ein bisschen die Normalität vorzuspielen. Gestern gab es eine Kundgebung im Stadion, wo ich war, wo dann auch der neue Gouverneur vorgestellt wurde und sein Stellvertreter, der neue Bürgermeister. Man versucht quasi seine Macht zu konsolidieren. Aber natürlich, ich war hier in vertriebenen Lagern, die komplett zerstört wurden. Die Menschen stehen hier vor dem Nichts. Insofern bleibt die Situation sehr angespannt. Und was ist von dieser Rebellengruppe, von der M23 zu halten, wenn die jetzt auch versprechen, eine Sicherheit und Stabilität dort aufbauen zu wollen? Kann man das ernst nehmen? Man kann es ernst nehmen. Die M23 ist eine sehr, sehr organisierte Organisation. Da steht natürlich auch einige politische Macht hinter, auch der mächtige Verbündete Ruanda, der laut UN-Angaben die M23 sehr, sehr aktiv unterstützt. Insofern hat man nicht den Eindruck, dass das hier ein Strohfeuer ist. Sie werden versuchen, das hier zu konsolidieren und auch zu zeigen der Bevölkerung, dass sie hier die Dinge verbessern können. Aber natürlich bleibt es eine aktive Kriegssituation. Die M23 hat ihren eigenen Waffenstillstand gebrochen, rückt auf die nächste Großstadt vor, Bukavu, ungefähr 80 Kilometer von hier in Goma, wo ich bin, und hat gestern auch nochmal betont, dass sie weiter nach Kinshasa vorrücken möchte, also die Regierung stürzen möchte. Das sind allerdings 1500 Kilometer. Insofern halte ich das aktuell für nicht realistisch. Aber wenn wir noch mal auf die Hintergründe auch schauen, Christian, dieser Kämpfe und dieser Machtübernahme, geht es da in erster Linie um Bodenschätze oder wie muss man das einordnen? Ja, ich habe mich viel mit M23 Führungspersonal unterhalten die letzten Tage hier. Die streiten das radikal ab, streiten auch ab, dass Ruanda beteiligt ist, weil das eher halbherzig, das weiß eigentlich jeder. Die Wurzeln damals gab es den Völkermord an den Tutsi in Ruanda. 800.000 Menschen starben innerhalb von 100 Tagen, also eines der schrecklichsten Verbrechen der Geschichte. Und viele Hutu, die damals für den Völkermord verantwortlich sind, sind hier in den Kongo geflüchtet und haben hier eine Miliz gegründet, die dann auch die Tutsi-Minderheit hier im Kongo bedroht hat. Insofern rechtfertigt die M23, die vorwiegend von Tutsis geführt wird, ihr Vorgehen auch mit Selbstverteidigung. Gestern war es eigentlich interessant, da haben sie sich in erster Linie als fantastische Regierende inszeniert im Stadion und versprechen, dass sie hier mit Korruption aufräumen wollen. Das heißt, man versucht so ein bisschen vom Narrativ des ethnisch motivierten Widerstandes hier wegzugehen und sagt, okay, wir versuchen hier auch andere Volksgruppen zu integrieren und einzubinden, um halt diesen Marsch auf Kinshasa zu rechtfertigen. Christian, danke dir für all diese Informationen direkt aus Goma. Gerne.